Grüezi und herzlich willkommen. Tja, heute geht's Richtung Kanton Graubünden, genauer nach Biscadell, südlich des Bernina Passes. Unterwegs erleben wir die imposante Bergwelt Graubündens. Unter anderem lassen wir uns vom Stausee Laida Marmorera beeindrucken. Und dort im Restaurant Murmarera stärken wir uns für den Endspurt auf den Julierpass. Und natürlich für ein warmes Essen am Abend muss noch ein Feuer her. Los geht's! Herrlich sonniges Wetter begleitet uns, für den frühen September überdurchschnittlich warm. Am Stausee Laida Marmorera halten wir und genießen den herrlichen Ausblick auf den Stausee und die imposante Bergwelt. Der Stausee Laida Marmorera wird von den Kraftwerken Mittelbünden des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich, EWZ, betrieben. Zu erreichen ist er von Tiefenkastel oder vom Engadin her von der Ortschaft Silvaplana über den Julierpass. Einzige Ortschaft am See ist Marmorera. Auch er sucht die Berghänge nach Wildtieren ab. Er würde uns sicher mitteilen, wenn er etwas entdeckt. Im nahe am Stausee gelegenen Restaurant Murmarera genießen wir die tolle Aussicht auf den See und die Berge und stärken uns für die Weiterfahrt. Mehr Infos zum Restaurant Murmarera unten im Video. Zunächst geht's nun ganz hinauf auf den Julierpass. Zum einen ist da der Bau des Origens Juliertheater zu bestaunen und zum anderen der herrliche Bergsee Laida Hüglia. Und immer wieder die massive Bergkulisse, die tatsächlich sehr beeindruckend ist. Doch wir müssen nun weiter, es ist noch ein gutes Stück bis zu unserem Ziel in Biscadell. Am Bernina Pass können wir bereits die roten Wagen der Rhätischen Bahn beobachten, sehr idyllisch, wie sie sich den Berg hinaufschlängelt. Nebenbei, wir fahren jetzt an den Talstationen großer Skigebiete vorbei, der Luftseilbahn Diavolezza und der Luftseilbahn auf dem Pitzlagalp. Beide natürlich auch mit der Rhätischen Bahn erreichbar, sehr praktisch. Die Links dazu unten im Video. Auf der Bernina Passhöhe auf 2309 Meter über Meer verlieren wir nicht allzu viel Zeit, später mehr darüber und fahren weiter nach Biscadell. Weit ist es nicht mehr. Der Tag neigt sich schon langsam seinem Ende zu, als wir den Ort erreichen. Okay, hungrig zwar,
Aber trotzdem muss zuerst ein Feuer gemacht werden. Doch für Profis kein Problem. Okay, das war ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten Tage. Es gibt am Bernina Pass einiges zu entdecken, doch mehr davon später. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und wieder dabei seid, wenn es wiederum wunderschöne Orte zu entdecken gibt. Und schon liegt das Menü essbereit auf dem Teller. Sieht gut aus und schmeckt auch gut. Bei einem Glas Rotwein lässt sich der Abend genießen. Tja, und wenn ihr mir ein Like schenkt, habe ich Grund zur Freude. Eine weitere Steigerung meiner Freude erreicht ihr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dafür meinen ganz besonderen Dank. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald.